Ich bin seit über 20 Jahren im digitalen Zwilling unterwegs, aber damals hat man noch nicht digitaler Zwilling gesagt, Markus. Da waren das irgendwelche andere Begriffe. Gab es irgendwann Industrie 4.0 und was weiß ich was alles. Aber was begeistert dich an der Möglichkeit, in 'nem digitalen Modell echte Herausforderungen zu lösen? Hm, ganz prosaisch vermutlich die Alternativlosigkeit. Wir haben wenig Alternativen als führende Innovationsnation, wenn wir es nicht schaffen, die Effekte von Digitalisierung einzusetzen. Und, Digitalisierung ist ja in aller Munde. Ein jeder Berufene spricht über Digitalisierung. Was heißt Digitalisierung? Und ich denke mir immer, vielleicht ist das Ingenieursdenken manchmal zu einfach, aber ich denke mir, Digitalisierung ist für mich der barrierefreie Fluss von Daten und Datenobjekten. Und das ist für mich so die grundlegende Ebene, wie Daten ausgetauscht werden. Die fließen quasi von einer Produktarchitektur über die verschiedenen Wertschöpfungsstufen in der Entwicklung irgendwann mal in eine Produktion und werden dann geserviced. Und die Realität ist halt nach wie vor eigentlich mit jeder Wertschöpfungsstufe vergessen, was wir vorher getan haben. Also, wir werden eigentlich nicht intelligenter im Laufe des Wertschöpfungsprozesses, sondern wir bleiben eigentlich dumm auf jeder Ebene und jede Ebene optimiert sich selber. Und aus Sicht der Organisation macht es vielleicht sogar auch noch irgendwo Sinn, dass wir quasi eine lokale Optimierung in jedem einzelnen Funktionssilo haben. Aber die Daten fließen nicht leicht. Das ist ungefähr so, wie wenn wir sagen, wir haben einen Blutstrom und wir haben inzwischen unseren Arterienhammer Plug angesetzt. Und die Plug, die haben diese Schichten von Prozess, Methoden, Tools, die wir einsetzen, die großen Tools entlang der Wertschöpfungskette, die sind ja per Definition nicht dafür gemacht, dass sie miteinander reden. Also im Gegenteil, Ja, jeder Vendor möchte ja quasi den Kunden ja fest einsperren und sagen, genau. nur proprietär, bitte nicht mehr mit dem anderen reden. Das ist ganz böse. Digitalisierung heißt für mich barrierefreier Fluss von Daten. Und dieser barrierefreie Fluss von Daten heißt, ich weiß, ähm, ich kann vergleichen das, was ich gebaut habe, mit dem, was ich geplant habe. Das, was ich im Service habe, mit dem, was ich gebaut habe. Und bin in der Lage, den Rückfluss von Daten aus Feld, aus Nutzung, aus Kundeninteraktion wieder quasi in meinen Entwicklungsprozess zurückzubringen, idealerweise bis hoch in die Produktarchitektur. Und wir kennen alle die liegende Acht aus dem Bereich der Softwareentwicklung, der DevOps-Ansatz, also kontinuierliche Entwicklung, kontinuierliches Deployment. Für mich ist der digitale Zwilling die technische Voraussetzung, das überhaupt zu tun. Und jenseits der PowerPoint-Märchens von Beratern und von Toolvendoren ist der digitale Zwilling letztendlich für mich das Aggregat aus Prozess, Methode und dem Betriebsmittel. Und das zu realisieren, das verfügbar zu machen in einem Unternehmen, ist für mich der einzige verbleibende Hebel für Wettbewerbsfähigkeit, dass wir in Deutschland nicht nur innovieren können, vielleicht schneller innovieren können, indem wir Getanes, Geleistetes nicht vergessen müssen, sondern es verfügbar haben, dass man kontinuierlich weiterentwickeln, von Baureihe zu Baureihe, von Projektgeneration zu Projektgeneration, und dass wir auch den Nutzen der Digitalisierung in die Produktion kriegen, indem wir schneller, skalierbarer produzieren, indem wir das Produktionsmittel sichtbar machen, indem wir das Produktionsmittel und das Produkt in einer frühen Phase virtuell sichtbar machen und idealerweise noch bevor ich den Spaten in den Boden gesteckt habe und quasi signifikante Investments committed habe. Das ist für mich der Mehrwert von einem digitalen Zwilling. Digitaler Zwilling heißt für mich frühe Simulieren, frühe Wertschöpfung, frühe Betriebnahme, Durchsatz, Lernen am Projekt, idealerweise in einer Phase, die so früh ist, dass ich aus einem Systemmodell bereits ein Verhaltensmodell ableiten kann und bereits ein Simulat habe, bis runter quasi ein Betriebsmittel muss mir digital zur Verfügung stellen. Ich kann digital drauf in Betrieb nehmen. Und wenn ich den ganzen Prozess, die Daten habe, die Metadaten habe, dann kann ich bei entsprechender Standardisierung in der Produktion kann ich auch automatisiert programmieren. Also für mich ist das quasi ein ganz, ganz natürlicher, sinnvoller Dreigang, den ich in einem digitalen Zwilling realisiere. Vielen Dank. Das ist spannend. Du hast einerseits ja jetzt den ganzen Produktlebenszyklus inklusive Entwicklung und Service, danach noch.
erwähnt, aber eben auch die Produktion selber. Und in der Produktion gibt's ja genauso dann auch wieder die verschiedenen Domänen, Ja, die sich häufig als Silos abbilden. ja. Und da bin ich auch, seit Jahren dafür unterwegs, dass das ganzheitlicher und durchgängiger gedacht wird, dass man eben nicht sagt: „Ja, schön, dass du jetzt was geplant hast. Ich mache, wie ich's will“, oder „was die Logistik angeht, geht mich nichts an. Ich bin in der Montage, die sollen selber gucken.“ Das muss einfach mehr ineinander greifen. Und ich denke auch, da können wir noch deutlich besser werden in vielen Bereichen. Ja, müssen wir. Wir müssen besser Ja, werden. Wir haben ja heute quasi reden wir von China Speed. China Speed heißt, wir müssen quasi so entwickeln, produzieren und denken wie die Chinesen. Und ich hoffe, es gibt noch quasi eine Gruppe von restbegabter Menschen da draußen in Europa, die ganz klar sagen, nein, müssen wir nicht, weil wir haben so viele Fähigkeiten, die müssen wir mit unseren Fähigkeiten, in unseren Jurisdiktionen, mit unserem Wertesystem, ganz wie unsere ethischen Wertsystemen, wir müssen schneller in der Lage sein, gute Produkte ins Feld zu bringen. Es gibt für mich keinen Grund von irgendwelchen Werksverlagerungen in Billiglohnländer in Anführungszeichen, weil die Wertschöpfung wird geringer durch manuelle Arbeit, Automatisierung wird führen. Und das ist unser großer Vorteil. Den müssen wir jetzt ausspielen. spannend. Was begeistert dich an den digitalen Tools, die du jetzt kennengelernt hast, in verschiedenen Bereichen, ob jetzt Epolog für Montage und Logistik oder Alex fürs Projektmanagement? Was begeistert dich an solchen Lösungen? Hm, Ich würde mal sagen, Verborgenes sichtbar zu machen. Ähm, Bei Alex habe ich den großen Vorteil, ich kann den Work in Progress als ehemaliger Lean und Six Sigma Green Belt weiß ich, das, was ich im Work in Progress verliere, was ich quasi als Working Capital quasi in der Produktion versenke, wenn ich das zum Fließen bringe, dann kriege ich quasi Geschwindigkeit an meinen Prozess. Ich habe One-Piece-Flow, ich habe eine hohe Qualität. Und das Gleiche kann ich mit einem Alex, mit der angewandten Methode CCPM in der Entwicklung machen. Das heißt, ich kriege meine impliziten Work in Progress sichtbar, ich kriege ihn steuerbar, ich verstehe die Abhängigkeiten meiner Multiprojektlandschaft. Ich kann am Engpass steuern, ich kann simulieren, was bedeutet es, das eine Projekt zu tun, welche Auswirkungen hat es aufs andere, welches Projekt kann ich beschleunigen, welche muss ich anhalten, wie stehen mir meine Skills zur Verfügung. Annex hat die Methode CCPM, die als Teil der Theory of Constraints verschiedene Implementierungen gesehen. Alex ist für mich durchdachter, stärker integrierbar in meinen Workflow, besser nutzbar, auch durch die ganzen AI-Assistenten, auch für Menschen, die nicht dieses tiefe methodische Wissen haben. Der gleiche Kontext, ein anderes Setup ist Epolog. Auch Epolog gibt mir die Möglichkeit, Dinge sichtbar zu machen. Sie gibt mir insbesondere in einer Planungsphase, in einer sehr, sehr frühen Planungsphase die Möglichkeit, Annahmen zu challengen. Indem ich zum Beispiel bei einer Werksverlagerung mich nicht durch die üblichen Excel-Tools selbst belüge, sondern ich mache diese Annahmen sichtbar. Ich kann sie sichtbar machen, ich kann sie simulierbar machen. Ich kann eigentlich ein ganzes Werk ähm, mit der gesamten Materialfluss, mit der ganzen Materialbereitstellung, wenn ich will, sogar quasi an der Kammlinie so virtuell in Betrieb nehmen und sichtbar machen, dass ich sage, mit dem Wissen treffe ich eine bessere Entscheidung zu einer Verlagerung oder zu einer Vermeidung zur Verlagerung. Ich habe eine sehr viel und transparentere Sicht auf langfristige Return-on-Investment-Entscheidungen, die jetzt auch mir helfen, wenn ich mit meinem Aufsichtsrat rede. Ist es die richtige Entscheidung? Habe ich Alternativen geprüft? Ich habe sie nur geprüft, ich habe sie simuliert. Und ich kann mir auch letztendlich sagen, ich eröffne mir neue Optimierungswege, indem ich nicht nur auf der Ebene der Produktion optimieren, vielleicht am Symptom optimiere. Ich kann mir nicht sagen, schau, brauche ich diese Variantenkomplexität, machen die mich Sinn? Was kostet mich eine Variante, insbesondere eine Variante, die sich am Markt nicht rentiert? Warum muss ich die Materialfluss in der Materialbereitstellung, in der Intralogistik quasi vorhalten, diese Variante? Dann gehe ich doch lieber den Weg zurück an die Ursache, an die Quelle, in die Produktarchitektur und sage, dann kann ich vielleicht Varianten verzichten. Also für mich die Möglichkeit, Entscheidungen besser zu treffen, konsequenter zu treffen, schneller zu treffen. Spannend. Ich denke auch, gerade bei der Varianz haben wir schon noch ganz viel Luft nach oben.
da Dinge auch für den Kunden angenehmer zu lösen, ohne dass er aus 180 verschiedenen Angeboten, bei einer Fahrzeugkonfiguration beispielsweise auswählen muss. Am Ende, sind die Ansprüche, glaube ich, schon auch, ne, andere geworden wie noch vielleicht vor 20 Jahren. Aber eine Frage wäre für mich noch, die die Beyond hat ja sehr hohe Kompetenz und auch, Kapazitäten, um Fabriken besser zu machen, um in so Produktion reinzugehen, um Logistik sich anzugucken. Ihr macht es ja aber mit 'nem komplett neuen Denkansatz und nicht, die klassischen Beratungsansätze mit PowerPoint und Excel. Das hat stark mit unserem initialen Gründungsgedanken zu tun. Wir wollten eine neue Dimension schaffen, was Beratung angeht. Es mag vermessen sein, aber wir glauben, dass die Beratung, so wie wir sie kennen, dass wir quasi jemanden für eine bestimmte Zeit buchen und dessen Gehirn und dessen Hände stehen uns zur Verfügung. Ich glaube, die haben ausgedient. Ich glaube, Kunden wollen, insbesondere der Mittelstand wahrscheinlich noch sehr viel mehr, die wollen Lösungen haben. Die wollen Lösungen und die wollen Lösungen, die sie nutzen können, die sie halten können. Das heißt, das Beratergeschäftsmodell, ich komme zu dir ins Hause und bleibe dort bis zum Sankt Nimmerleinstag. Ich glaube, diese Form von Beratung wird verschwinden. Sie wird verschwinden müssen, weil sie orientiert sich nicht am Problem, an der Lösung. Auf der anderen Seite sehen wir auch das Dilemma, in der ein Unternehmen stehen kann, wenn sie sagen, ja, wir wissen, es gibt Tools, aber dieses auszuwählen, dieses Tool zu integrieren, insbesondere wenn ich Bebauungslandschaften habe, die mich eher an die Wilhelma erinnern, als an einen klar strukturierten Prozess. Ähm, äh, wenn ich Expertise aufbauen muss, um diese Tools zu bedienen, ist für uns eigentlich der Gedanke naheliegend gewesen, wir bezeichnen es als Asset-Based Consulting oder eine Verbindung eine Verbindung zwischen Beratung und eines Tool-Einsatzes. Also, wir wollen kein Tool verkaufen, sondern wir wollen eine Lösung verkaufen und die muss den Nachweis der Wertschöpfung eines ROIs nachweisen, bevor wir das Projekt beginnen. Dann muss es zu einer Lösung kommen. Sie müssen die Effekte bringen. Ich glaube absolut an Gewerke. Ich glaube, Beratung ist ein Handwerk und es muss als Gewerk verkauft werden. Und wenn ich als Handwerker in meine Werkzeugkiste greife und nehme das Werkzeug raus, was ich benötige, dann ist es bereits eine beraterische, eine Expertenleistung, die ich meinem Kunden zur Verfügung stelle. Und wenn das, was ich jetzt baue, auch noch funktioniert, dann darf es auch halten, wenn ich quasi die Baustelle verlasse. Das ist für uns immer der Gedanke, wir möchten ein Tool mitbringen, wir möchten es quasi einführen, wir möchten es einsetzen und dieses Tool richtet sich nicht nach irgendwelchen Kickbacks oder sonstigen, ich würde mal sagen, möglichen Interessenkonflikten, sondern es richtet sich nach dem nachzuweisenden Wertbeitrag. Für den Kunde, er bekommt seine Lösung. Diese Lösung, und das ist unser Anspruch, ist nicht nur Symptombekämpfung, sie geht quasi an die Ursache. Das mag mit Schmerz verbunden sein, aber ich glaube, ein Unternehmer, der heute um seine Wettbewerbsfähigkeit und seine Enkelfähigkeit nachdenkt, der weiß, dass er durch diesen Schmerz gehen muss. Und ist eine Lösung, die hält, auch wenn der Berater wieder vom Hof geritten ist. Sie bleibt da, sie ist nachhaltig. Das ist unser Ansatz an Beratung, an Lösungen, die wir haben wollen. Klingt für mich sehr gut. Ich habe in all den Jahren immer die Erfahrung gemacht, am Ende scheitert es nicht an Lösungen für Schnittstellen, an digitalen Tools, sondern an der Konsequenz mit einer Ernsthaftigkeit und auch mit dem mittel und langfristigen Blick, die Dinge umzusetzen und konsequent zu sagen: „Jetzt machen wir das ab sofort so und nicht so halbe, in die Richtung und dann doch nicht digital“, sondern wirklich konsequent diese Tools einzusetzen und allen auch 'n Mehrwert zu geben, die da am Prozess beteiligt sind. Nicht ich muss für den Planer Ja. irgendwas machen, sondern auch der operativ Handelnde hat was davon, dieses digitale Modell, am Leben zu halten und nicht nur irgendwie einer von 20. Das ist ganz wichtig. Und da glaube ich schon, dass ihr da helfen könnt als die Beyond, diese Konsequenz in den Firmen mit einzubringen. Ich würde mal sagen, das ist wir brauchen schon einen Kunde, der Willen ist, der für den Veränderung nicht nur Kosmetik ist, dem es vielleicht jetzt auch nicht für die Verlängerung seines Vorstandsvertrages für die nächsten 12 Monate geht oder das nächste Quartalsergebnis. Darum richtet sich auch unsere Offerte stark an Familienunternehmen oder an eigentümergeführte Unternehmen, weil die wissen,
dass es mehr gibt als nur ein Quartalsdenken. Die brauchen nachhaltige Lösungen. Die empfinden für ihr Produkt eine große Leidenschaft. Wir hatten vorhin von Digital Twin, Smart Factory, Industrie 4.0 gesprochen, Markus. Ich weiß, dass das Thema Industrial Metaverse, auch bei Nvidia Omniverse genannt, was reizt dich denn an diesem Thema? Ja, zum ersten Mal habe ich es gesehen, auf Einladung von einem deutschen Automobilhersteller, so durch sein Werk durchzufliegen mit perfekt gerenderten Bildern, wo zwischen der digitalen Realität und der physikalischen Realität, also wo es nur geringe Unterschiede gab. Also diese Aktualität hat mich fasziniert, die Detailgetreue hat mich, die Detailtreue hat mich Mhm. fasziniert. Aber was noch viel faszinierender war, dass sich für diesen Kunden ein planerischer Traum eigentlich erfüllt hat. Er konnte Anwendungen, Betriebsmittel, nicht nur seine eigenen, sondern auch quasi Betriebsmittel quasi von Lieferanten, ob es jetzt irgendwelche Flurförderfahrzeuge oder Gabelstapler waren. Er konnte deren Verhalten quasi simulieren. Konnte seine Linie ausplanen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich immer diese vollständige digitale Sichtbarmachung brauche. Das wahrscheinlich nicht. Aber der Layer, der unter einem Omniverse liegt, also dieser mehr oder weniger offene Digital Twin Datenaustauschstandard, dieses OpenUSD, was es einem Betriebsmittelhersteller, eines Gabelstaplerherstellers, eines Flurförderfahrzeugherstellers die Möglichkeit gibt, mir nicht nur seine geometrischen Daten, sondern auch das Verhalten quasi zur Verfügung zu stellen, um in einer frühen Phase des Kunden planerischer Entscheidungen treffen, vorwegnehmen zu können, sein Werk vollständig digital in Betrieb nehmen zu können, sein Produkt digital in Betrieb nehmen zu können. Das sind eigentlich schon, da merkt man, dieser Traum, diese Vision, die wir noch vor 20 Jahren diskutiert, die werden Realität. Es ist die Rechenpower ist da, es ist die Datenstrukturen sind da und es sind witzigerweise, es sind nicht die etablierten Vendoren, Mhm. die es geschafft haben, diese Datendurchgängigkeit zu schaffen. Also bei aller Liebe, aber das waren alles Lippenbekenntnisse. Es waren alles Lippenbekenntnisse. Und wer sich mit dem OpenUSD-Standard beschäftigt, wo er herkommt, aus einer Branche, Dinge verknüpfbar und verbindbar zu machen, dann muss ich sagen, die Technik findet Lösung auch bei den noch so proprietären Versuchen. Und das ist deswegen so spannend, weil ich glaube, der größte Effekt für Omniverse liegt im Mittelstand. Also, wenn sich ein Produktionsvorstand eines Automobilherstellers hier digital im Kreise seiner erlauchten Fans durch seine Fabrik beamen lassen kann, ist es nett. Aber der Effekt ist, wenn ich einem mittelständischen Hersteller sagen kann: „Schau mal, du kannst deinen Fertigungszyklus, deinen Planungszyklus, deine Variantenkonfigurationen kannst du um so viel stauchen. Du hast einen so großen Effekt.“ Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann dient die Technik dem Menschen und dem Unternehmen und unserer europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Und was, glaube auch ein wichtiger Aspekt ist, was ich gerne dazulegen würde, ist die Unabhängigkeit von Tools oder Datensilos. Wenn ich mich für einen Vendor entscheide, dann komme ich eigentlich von dem fast nicht mehr los. Wenn ich das Ganze in OpenUSD habe, dann kann ich morgen für die gleiche Tätigkeit 'n anderes, noch besser geeigneteres Tool dafür einsetzen. Und ich habe die Daten in meiner Hoheit und muss nicht betteln, dass ich irgendeinen Export bekomme, wenn ich dann doch das Tool wechseln will. Zur Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gehört deren Datensouveränität. Und das ist für mich ganz klar ein Weg dorthin. Ja.